Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. In dieser Anleitung werde ich euch zeigen, wie ich meine Mützen häkel. Vorab, wer keine Lust auf viel Nähen oder viel Vernähen hat, für den wird diese Anleitung wahrscheinlich nichts sein. Mein Problem war immer, wenn ich Mützen gehäkelt habe, auch nach Anleitung, war sie entweder zu labbrig oder zu eng, zu lang oder zu kurz. Sie hat nie wirklich perfekt gesessen und das hat mich mal tierisch genervt. Somit habe ich für mich meine eigene Methode entwickelt, meine Mützen zu häkeln und komme damit bestens klar. Deswegen teile ich das Ganze auch mit euch, weil wahrscheinlich der ein oder andere das gleiche Problem hat wie ich. Also probiert das einfach mal aus. Ja, und lasst euch inspirieren. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Zu Beginn brauchen wir natürlich erst einmal die Maße. Dazu auf jeden Fall erstmal den Kopfumfang. Der wird halt über die Stirn, übers Öhrchen, da wo halt die Mütze sitzt, so einmal komplett herumgemessen. Und ich häkel halt hier für eine ganz normale Damengröße, die um die 54 cm Kopfumfang angeht. So, und als nächstes, und das ist das Entscheidende, gehe ich dann hin und messe vom Ansatz vom Ohrläppchen bis hoch zur Kopfmitte. Und das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich immer bei den Mützen. So, und hier habe ich dann 22 cm. Also für eine ganz normale Damenmütze gehe ich hin und häkel jetzt gleich ein Läppchen mit euch nach einem schönen Muster. 22 mal 54 cm. Und mit Läppchen meine ich halt, dass wir ein Rechteck einfach nur häkeln. Ja, das eine Länge von 54 cm haben wird. Ja, und eine Höhe dann von 22 cm. Es muss nicht hundertprozentig genau sein, aber seid lieber drunter als drüber, denn Wolle dehnt sich halt und latscht vielleicht auch noch ein bisschen beim Waschen aus. Deswegen nie die 54 oder die 22, jetzt als Beispiel, je nachdem, was ihr bei euch berechnet, überschreiten. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los und kommen wir zum Muster. Das Ganze häkel ich mit einer 4,5er Nadel und einem 6-fädigen Bobbel mit Lurex-Faden. Ihr könnt auch zwei 3-fädige Bobbel zusammennehmen als Reste, habe ich auch schon oft gemacht, sieht auch meistens sehr schön aus. Ja, und wir beginnen mit 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Danach machen wir einen Umschlag und zählen ab Nadel 1, 2, 3 und stechen in die 4. Masche ein und häkeln ein Stäbchen. Und ab hier jetzt in die nächsten 3 übrig gebliebenen Maschen auch nochmal jeweils ein Stäbchen. Damit wir optisch gesehen 5 Stäbchen haben, also einmal mit den 3 Luftmaschen in die Höhe für ein Stäbchen und den 4 dazu gehäkelten Stäbchen. Als nächstes machen wir wieder 7 Luftmaschen, die brauchen wir immer am Anfang für die nächste Reihe. Einen Umschlag und ab Nadel wieder 2, 3. In die 4. Masche einstechen und das Stäbchen häkeln und ab dort auch wieder nochmal 3 Stäbchen, bis wir insgesamt 5 haben. So. Nun haben wir das Ganze so. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr ihr das jetzt dreht, so oder so rum. Hauptsache, wir klappen es so zusammen. Gehen dann unter dieses Stäbchen des anderen Packets, sage ich jetzt mal einfach, und machen einen
Kettmasche. Dann wieder 3 Luftmaschen, einen Umschlag und um dieses Stäbchen hier werden jetzt wieder unsere 4 Stäbchen gehäkelt, dass wir auch hier wieder 5 Stäbchen insgesamt haben. Am Ende gehe ich allerdings hier in die Seite, in die Vorreihe und häkel dort mein letztes Stäbchen. Ich finde, das sieht vom Abschlussrand besser aus. Und dann müsste es bei euch so aussehen. Die einen Stäbchen in die Richtung, die anderen Stäbchen in diese Richtung. Das war Reihe 2. Also das war Reihe 1 und das Reihe 2. Und wie gerade schon erwähnt, für die nächste Reihe wieder 7 Luftmaschen. Die machen wir immer, wenn wir noch weiter Zunahmen brauchen. Ein Umschlag und ab Nadel wieder in die 4. Masche einstechen und ein Stäbchen. Ab dort dann wieder 3 Stäbchen dazu, bis wir optisch 5 haben. So. Dann wird das wieder so gekippt und dann mit einer Kettmasche um dieses Stäbchen des anderen Packets geschlossen. Und dass ihr richtig seid, seht ihr daran, dass die Stäbchen jeweils in verschiedene Richtungen weggehen. Und auch hier dann wieder um das Stäbchen herum 4 Stäbchen. Hier dann wieder eine Kettmasche, 3 Luftmaschen und 4 Stäbchen. Wobei ich das letzte Stäbchen wieder in der Vorreihe in die äußere Masche einsteche. Und so sieht es dann aus. 3. Reihe. Die 4. Reihe wieder 7 Luftmaschen. Wem das Ganze zu schnell ist, unten rechts vom PC aus ist am Bildschirmrand ein Zahnrad, da könnt ihr die Sequenz langsamer stellen. Und auch hier dann wieder ab Nadel in die 4. Masche einstechen und ab dort 4 Stäbchen häkeln. Kippen und mit einer Kettmasche fixieren. 3 Luftmaschen und wieder 4 Stäbchen. Und jetzt immer 3 Luftmaschen nach dem Kippen bis zum Ende. Wenn man den Kniff einmal raus hat mit dem C2C Muster, ist es ein super Muster für Decken, für Kissenbezüge, sogar für Pullover, Schals oder wie jetzt bei mir hier für Mützen. Hier wieder das Stäbchen, Kettmasche, 3 Luftmaschen. Und 4 Stäbchen und das letzte Stäbchen in die seitliche Masche. So. Und mehr ist das auch nicht. Und so gehen wir, oder geht das Ganze jetzt weiter, Reihe für Reihe, bis ihr die Breite habt. Ich werde jetzt hier erstmal auf 22 cm Breite, also diese Seite, häkeln und danach werde ich euch dann zeigen, wie ihr die eine Seite gerade lasst ohne Zunahmen und die andere Seite halt mit Zunahmen immer 7 Luftmaschen. So, nach 10 Reihen auf beiden Seiten habe ich auf jeden Fall 22 cm erreicht. Plus minus, das ist ein sehr elastisches Muster. Und jetzt werden wir hier
gerade bleiben und hier weiter Zunahmen machen, um in die Länge zu kommen. Denn dort brauchen wir 54 cm. So, und um gerade zu bleiben, drehen wir einfach nur unser Projekt. Und mogeln uns jetzt mit 4 Kettmaschen wieder zurück. Und ab hier brauchen wir dann auch keine 7 Luftmaschen, sondern wir müssen dann nur auffüllen. 3 Luftmaschen und 4 Stäbchen um dieses Stäbchen. Wieder kippen. Und bis zur anderen Seite jetzt mal wieder das gleiche. Kippen, fixieren mit einer Kettmasche, 3 Luftmaschen, Stäbchen und so weiter. Ich markiere mir hier diese Seite mal mit einem Marker, denn man hat man schnell beim Fernsehgucken sonst zu viele gemacht. Da weise ich dann jetzt ab hier nur gerade. Also auf dieser Seite keine 7 Luftmaschen, sondern immer mit Kettmaschen zurückmogeln. Und dann geht es ab hier jetzt weiter wie gehabt. Bis wir auf 54 cm Höhe gekommen sind. So, hier habe ich jetzt meine 54 cm in etwa erreicht. Wenn ich glatt streiche, bin ich dran, locker etwas drunter. Habe ich ja am Anfang schon gesagt, bleibt lieber etwas drunter als drüber. Und das sind in etwa 24 rein gewesen. So, ab hier füllen wir jetzt einfach nur noch auf. Das heißt, diese Seite wird wie die andere Seite nur noch mit Kettmaschen zurückmogeln begonnen, damit wir auf beiden Seiten im Grunde so nur noch auffüllen. Also ich zeige euch das nochmal kurz, so wie hier, auch hier. Jetzt hier am Ende angekommen, fixiere das Ganze mit einer Kettmasche, drehe und mogel mich mit 4 Kettmaschen wieder zurück. Und ab hier dann wieder 3 Luftmaschen und auffüllen bis zur anderen Seite und auf der anderen Seite auch wieder mit 4 Kettmaschen zurückmogeln und so weiter und so fort. Der Seite flach, auf der anderen Seite bleibt es dann auch flach und dann gehen wir so zusammen. Und so sieht es dann aus. Fertig. So, am Ende nehme ich die Länge, 2,5 Mal ungefähr, fixiere das Ganze hier allerdings nochmal mit einer Schlaufe, damit sich das beim Vernähen nicht auch noch dort zusammenzieht. So, mogel mich jetzt mit dem Faden einmal hoch in die Spitze. Marker kann man rausnehmen. Und ab hier jetzt fügen wir die Mütze schon mal oben zusammen. Da gehe ich immer so im Wechsel, wie die Maschen im Grunde breit sind. Hinher, ziehe durch und ziehe ganz fest zusammen. Hinher und ziehe ganz fest zusammen. Und das jetzt einmal die ganze Reihe.
beiden Enden fixieren und das Loch in der Mitte dann zusammennähen. Jetzt ist mir der Faden flöten gegangen. So. Und durch diese dicke Musterung, finde ich, muss man nicht mal einen Bobbel oder einen Flicken oben drauf machen, sondern ich finde, die Mütze sieht auch so schon vernünftig aus und kann man ohne alles auch tragen. Dadurch, dass hier oben schon so gruselig ist. Naja, und dann jetzt die Seiten noch vernähen. Schön die Seiten aufeinander legen. Und hier mit dem Kautstich immer einen halben Zentimeter am vorderen Stück, Faden überlegen, einen halben Zentimeter am hinteren Stück einstechen, Faden überlegen, halben Zentimeter am vorderen, hinteren, am vorderen, immer einen halben Zentimeter. Und so bleibt die Naht schön flach, gibt auch keine Löcher und ist nachher kaum zu sehen. Wie ihr seht, ist es halt mit etwas mehr Nähen verbunden, aber ich finde es einfacher und es sitzt nachher besser und das ist allemal wert. So, am Rand noch beim Nähen. Und dann kommen wir zum Bündchen, denn das mache ich auch separat. Ihr könnt auch einen Rand mit Reliefstäbchen machen, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich häkel auch hier den Rand separat, weil ich diesen Rippbündchenrand schöner finde und nähe ihn dann auch nochmal separat an. Ja, und so sieht es dann aus. Für den Rand nehme ich ca. 10 Maschen. Ihr könnt auch ein paar mehr nehmen. Schaut einfach, wie weit oder wie breit euer Bündchen für euch sein soll. Hier beginne ich dann mit 2 Luftmaschen, gehe dann in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen hoch, durch eine und durch 2. Ihr könnt ja aber auch ganz normal eine Luftmaschenkette mit 10 Luftmaschen machen und dann feste Maschen zurückhäkeln. Ich erspare mir so einfach die Hin- und die Rückreihe. Hat sich hier wieder eine Masche gebildet, Faden holen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine Lasche und durch 2. Und so bis ich dann 10 feste Maschen habe. Faden holen, durch eine und durch 2. Alles eine Übungssache, spart auf jeden Fall Zeit, habt eine schöne elastische Kette und vor allen Dingen, wenn ihr größere Projekte wie einen Seelenwärmer oder so häkelt, ist es immer schön, wenn man sich die Hin- und Rückreihe sparen kann, indem man schon die fertige Reihe hat. So, als nächstes eine Wende Luftmasche. Und nun immer ins hintere Maschenglied, also in die hintere Lasche einer Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Dann setzt ihr euch hier am besten einen Marker, denn diese Masche verdreht sich gerne. Gerade für Anfänger, sonst habt ihr nachher ein dünneres Bündchen. Und ab hier dann
in jede hintere Lasche einer Masche eine feste Masche häkeln. Und somit produzieren wir dann einen schönen Ribbündchenrand, der zudem auch noch sehr elastisch ist. Letzte Masche, 2, 6, 10, ja. Eine Luftmasche wenden und auch hier wieder dann in die hintere Lasche, ins hintere Maschenglied, eine feste Masche. Also es wird jede Reihe immer ins hintere Maschenglied abgehäkelt. Auch hier wieder den Marker setzen. Ja. Und das häkeln wir jetzt so lange, bis das Ganze wie ein Stirnband um euren Kopf herum passt. Nicht zu locker, nicht zu fest. So sieht es dann bei mir aus, nach 60 Reihen, 10 Maschen breit, und dann kann ich das Ende jetzt vernähen und das Bündchen an die Mütze häkeln oder nähen. In meinem Fall werde ich nähen. Dazu lege ich die Mütze nach oben und stülpe das Bündchen drüber. Hier nehme ich den Faden zweimal so breit wie das Bündchen und 3 bis 4 Mal so breit wie die Mütze. Ich würde eher vorsichtshalber 4 Mal so breit nehmen, weil es ist schon etwas dicker. So, und am Ende dann noch ein Knötchen in den Faden. Können wir erstmal das Bündchen vernähen. Dazu nehme ich beide Enden zusammen, fixiere das Ganze hier am Ende mit dem Knötchen und dann kann sich auch dort nichts mehr lösen. Und hier vernähe ich immer die beiden inneren Maschenglieder jeder Masche. So, und dann sieht man auch kaum, dass wir da irgendwas zusammengenäht haben, da es eine schöne flache Naht bleibt. Und nun nehme ich das Bündchen, stülpe es über die Mütze, schaue, welche Seite mir am besten gefällt. Nehmen wir mal die andere Seite. Ja. Verteile das Ganze schön. Dehne es auch einmal. Ihr braucht später nur die Mütze ein paar Mal ausschütteln, dann zieht sich das auch wieder zusammen. Und hier ist ganz wichtig, keinen Kautstich verwenden, denn es soll ja elastisch bleiben. Also stecht immer von oben nach unten oder von unten nach oben ein. Und vernäht immer in der gleichen Richtung. So bleibt es dann auch elastisch. Und ihr bekommt nicht später Probleme, die Mütze anzuziehen. Immer mal wieder etwas dran ziehen. So. Und so jetzt einmal rum vernähen.
Und da die Mütze natürlich durch das ganze Zuppeln etwas ausgelatscht ist, einmal kräftig schütteln und dann sieht es auch schon so aus. Also es zieht sich dann auch schnell wieder zusammen. Ja, ich finde das Bündchen einfach super. Also so trage ich die am liebsten, weil es nicht so eng ist am Kopf und auch nicht so schnell auslatscht. Und oben die Spitze, da muss man, finde ich, nicht einmal ein Bömmelchen drauf machen, auch kein Flicken. Das sieht auch so schön aus durch das gruselige Muster. Man kann es natürlich auch einen schönen Bommel drauf machen. Für Damen so, sieht das sowieso immer, finde ich, sehr süß aus. Ja, und ansonsten das gleiche wie immer. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Würde mich freuen, wie immer, wichtig. Und ansonsten findet ihr mich auf Facebook oder Instagram. Wenn ihr Fragen habt, stellt es mir unten in den Kommentare. Ich antworte euch so schnell wie möglich. Und dann würde ich sagen, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.